Unsere heutige Geschichte ist schrecklicher als gruselige Romane und mysteriöser als jeder Krimi. Mehr als 10 Opfer und der Mörder ist noch nicht gefasst. Normalerweise führen Ermittler mühsame Untersuchungen durch, um Beweise für die Festnahme des Täters zu finden. Aber was tun, wenn der Ermittler selbst zum Serienmörder wird, der die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt? Der Mörder von Barnaul, Russland, wurde zu einem der rätselhaftesten und furchterregendsten Verbrecher in der Geschichte Sibiriens. Er trieb Ende der 90er Jahre sein Unwesen, als die Stadt vor dem Hintergrund rascher sozialer Umwälzungen mit einer Welle von Gewalt und Kriminalität konfrontiert war. Der Mörder, äußerlich ein ganz normaler Mann, war mit Charisma und Charme ausgestattet, wodurch er lange Zeit Verdächtigungen entgehen konnte. Er wurde zum Symbol des Schreckens, der die dunklen Seiten der menschlichen Natur verkörperte. Die Medien berichteten über den Tumen Maniac, der über mehrere Jahrzehnte hinweg Kinder nach dem gleichen Muster entführte, aber nie gefunden wurde. Heute sprechen wir über eine sehr ähnliche Geschichte, nur dass sie sich im Altai zugetragen hat. Wir werden den Fall eines Serienmörders untersuchen, der sich 34 Jahre lang vor der Justiz versteckt hielt. Er ist ein Rekordhalter seiner Art. Noch keinem anderen Serienmörder ist es gelungen, sich so lange zu verstecken. Ich wäre Ihnen dankbar für ein Gefällt mir für meine Arbeit an diesem Video. Nicht wegen der schrecklichen Geschichte, sondern wegen ihrer Veröffentlichung. Eure Likes und Kommentare helfen dabei, dieses Video zu verbreiten. Anfang der 2000er Jahre widmeten alle lokalen Zeitungen dieser Geschichte ihre Ausgaben. Sogar eine Folge der bekannten Sendung Kriminelles Russland wurde ihr gewidmet. Es schien, als würde der ganze Schrecken, der sich in der Stadt abspielte, nicht mehr auf die Seiten passen. Ich sage gleich vorweg, dieses Video muss man bis zum Ende ansehen, um alle Fragen zu beantworten und diesen schrecklichen Fall zu verstehen. Nur wenige Wochen nach dem Verschwinden der Polytechnikum-Studentin Ksenia Kirgisova in Barnaul wurde eine schreckliche Entdeckung gemacht. Es wird angenommen, dass sie das letzte Opfer des Barnauler Serienmörders war. In einem Vorort wurden in einem Fluss zerstückelte Frauenleichen gefunden. Die Überreste waren in Plastiktüten verpackt. Die Toten wurden identifiziert. Es handelte sich um die jungen Frauen Julia Ostapova und Tatjana Okolelova. Die Mutter einer der getöteten Frauen hatte ihre Tochter zuletzt gesehen, als diese mit einer Freundin in ein Café gegangen war, um ihr Geburtstag zu feiern. Sie wurden von einem Kellner und einem Gast des Lokals identifiziert. Augenzeugen zufolge waren die Frauen allein und blieben bis zur Schließung dort. Was mit den Freundinnen während der Feier passiert war, blieb zunächst ein Rätsel. Die Ermittler hatten verschiedene Theorien. Es könnte sich um einen kaltblütigen Mörder handeln, aber auch ein Überfall durch einen Räuber, einen Betrunkenen oder einen Obdachlosen wurde nicht ausgeschlossen. Daher nahmen die Strafverfolgungsbehörden sofort alle Bekannten der Mädchen sowie verdächtige Personen, die ihnen an diesem Abend begegnen könnten, ins Visier. Die Ermittler rollten alle ungelösten Fälle wieder auf, um herauszufinden, ob es in der Stadt ähnliche Verbrechen gegeben hatte. Und es stellte sich heraus, dass eine andere junge Frau, die erst 17 Jahre alt war, auf ähnliche Weise ermordet worden war. Die Details dieser Tat sind erschütternd. Das Opfer wurde brutal misshandelt und getötet. Außerdem wurde ihr der Kopf kahl rasiert. Die Ermittler suchten weiter nach ähnlichen Fällen und fanden bald Dutzende von Übereinstimmungen. Die erste Vermisste war Julia Tektjekova, 29 Jahre alt. Ihr Vater hatte sie vor dem Hauptgebäude der Technischen Universität Altai abgesetzt und nie wieder lebend gesehen. Julia betrat das Gebäude, um ihre Unterlagen für das Studium einzureichen. Das Mädchen war erst 16 Jahre alt. Sie war schlank, nicht sehr groß und blond. Sie hatte nichts Wertvolles bei sich. Am nächsten Morgen erschien am schwarzen Brett im Hauptgebäude ein Zettel mit ihrem Foto und der Meldung, dass sie vermisst wird. Wegen ihres Verschwindens wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die ersten Ermittlungen blieben jedoch ergebnislos. Genau einen Monat später verschwand eine weitere Studienbewerberin, Liljana Wozniuk, 16 Jahre alt. Sie war groß, schlank und hatte ebenfalls nichts Wertvolles bei sich. Das Mädchen war aus der Provinz gekommen, um sich an der Universität zu bewerben, und wohnte in einem Studentenwohnheim. Sie hatte alle Prüfungen bestanden, nur die letzte stand noch aus. Nachdem sie zu einer Beratung gegangen war, kehrte Wozniuk nicht mehr ins Wohnheim zurück. Ihre Nachbarin rief die Polizei. Die Beamten sprachen zunächst mit den Eltern des Mädchens, die jeden Tag zu Hause angerufen hatte, außer am Tag ihres Verschwindens. Da wurde klar, dass Liljana nicht einfach nur spazieren gegangen war, etwas Schlimmes war passiert.
Die Ermittler wussten, dass sie nicht nur sofort nach Wozniuk suchen mussten, sondern auch die Sicherheitsmaßnahmen der Universität verstärken mussten. Am Dienstag, dem 1. August, betrat die 17-jährige Olga Schmakowa das Gebäude. Das Mädchen wollte die Ergebnisse ihrer Prüfungen erfahren und verschwand ebenfalls spurlos. Sie trug einen kurzen schwarzen Rock, weiße Schuhe und ein grünes T-Shirt. In der Einrichtung wurden nicht nur alle Räume, die nichts mit den Aufnahmeprüfungen zu tun hatten, verschlossen und versiegelt, sondern auch Schüler im gesamten Universitätsgelände zum Dienst einberufen. Doch trotz aller Bemühungen verschwand genau eine Woche später eine weitere Studienbewerberin, die 17-jährige Angela Bodakowa. Das Mädchen hatte die erforderliche Punktzahl für einen Studienplatz nicht erreicht und musste einen Antrag auf Zulassung als Privatstudentin stellen. Wie sich herausstellte, hatte Angela das Antragsformular mitgenommen, war damit in den Flur gegangen, um es auszufüllen, und verschwand. Es gab keine Erklärung für das Geschehene. Die Mädchen verschwanden nicht einfach an einem belebten Ort, sondern am helllichten Tag. In der Stadt verbreiteten sich sofort Gerüchte, dass ein blutrünstiger, verrückter Mädchen verfolgt. Allerdings waren es vor allem die Eltern des zuletzt verschwundenen Mädchens, die für Aufregung sorgten. Ksenia Kirgizowa, die alle Prüfungen mit Bravour bestanden hatte, kam zur sogenannten Einarbeitungsphase an die Universität. Wie alle neu eingeschriebenen Studenten sollte sie dabei helfen, die Hörsäle zu reinigen und aufzuräumen. Zuletzt wurde Ksenia von ihrer zukünftigen Kommilitonin gesehen, die sich am Haupteingang von ihr verabschiedete. Die Verschwinden ereigneten sich immer dienstags. Kirgizowas Vater war Unternehmer, er nutzte seine Beziehungen und wandte sich an eine Zeitung, damit die Ermittlungen schneller vorankamen. Der Mann vereinbarte auch die Hilfe der Verkehrspolizei, die alle verdächtigen Autos überprüfte. In Barnaul brach große Panik aus. Es war offensichtlich, dass ein Wahnsinniger in der Stadt sein Unwesen trieb. Der Verdacht fiel zunächst auf die Lehrkräfte. Alle Fahndungsmaßnahmen wurden gebündelt und die Ermittlungen einer eigens eingerichteten Sonderkommission übertragen. Die Universität war ziemlich groß, ein Laie konnte sich dort nicht gut zurechtfinden. Der Entführer wurde Repetitor genannt. Die gesamte Polizei der Stadt war auf seine Suche ausgerichtet. Aber es gab ein Problem. Niemand wusste auch nur annähernd, wie der Verbrecher aussah. Er hatte keinen einzigen Hinweis hinterlassen. Alle Studenten, die in diesem Jahr ihr Studium begonnen hatten, wurden befragt. Mehrere Dutzend Mädchen berichteten, dass sie während der Prüfungszeit einem Mann begegnet waren, der ihnen Hilfe bei der Zulassung angeboten hatte. Alle gaben die gleichen Merkmale an: Alter, etwa 40 Jahre, Größe, etwa 1,70 Meter, kräftiger Körperbau, blonde Haare, Irokesenschnitt. Anhand ihrer Aussagen erstellten Experten ein Phantombild und zeigten es in einer Fernsehsendung. Die Mitarbeiter der Universität erkannten in dem Porträt einen ihrer Kollegen. Der Verdächtige wurde sofort festgenommen und verhört. Auch alle seine Bekannten und Verwandten wurden befragt. Trotz der Ähnlichkeit mit dem Phantombild konnte seine Beteiligung jedoch nicht bestätigt werden. Später stellte sich heraus, dass zwischen dem 10. und 15. August 2 Frauen verschwunden waren, die ihre Töchter an dieser Hochschule angemeldet hatten. Im Laufe einer gründlichen Untersuchung innerhalb der Einrichtung kam eine nicht gerade erfreuliche Information ans Licht. Es stellte sich heraus, dass einige Dozenten Geld für Prüfungen verlangten und andere Studentinnen belästigten. Während der gesamten Ermittlungen wurden etwa 6 Dozenten von der Universität entlassen. Der Mörder konnte jedoch nicht gefunden werden. Alle wurden überprüft. Vorbestrafte, Obdachlose und verdächtige Männer. Die Ermittler überprüften etwa 20.000 Personen. Später kam die Information, dass die vor einigen Jahren verschwundenen Mädchen in Moskau gefunden worden waren. Sie waren verschleppt worden und mussten Männern sexuelle Dienste leisten. Daher entstand eine neue Version. Die 5 verschwundenen Mädchen könnten in benachbarte Städte oder sogar Länder verschleppt worden sein. Seit dem Verschwinden der letzten, der 5. Frau, Ksenia Kirgizowa, waren bereits 3 Wochen vergangen. Es gab keine neuen Hinweise in dem Fall. Doch plötzlich wurden unweit der Autobahn, in der Nähe des Dorfes Juschny, Kleidungsstücke von Kirgizowa gefunden. Die Sachen waren aufgerissen. In den Taschen fand man einen Notizblock, einen Ausweis und einen Plan des Universitätsgeländes. Die Leiche von Kirgizowa konnte jedoch nicht gefunden werden. Die Einsatzgruppe durchsuchte die gesamte Umgebung und gelangte zum örtlichen Friedhof. Dort machten sie eine schockierende Entdeckung. Die Polizeibeamten sahen 5 frische Gräber. Weder die Einheimischen noch die Verwaltung hatten jedoch eine Ahnung, um was für Gräber es sich handelte.
Als man begann, sie auszugraben, stellte sich heraus, dass sie leer waren. Das machte die Sache jedoch nicht weniger gruselig. Bald darauf ging bei der städtischen Polizeibehörde eine neue Meldung zu diesem Fall ein. Nicht weit vom Dorf Buranowo hatten Pilzsammler die Überreste einer jungen Frau gefunden. Wie sich später herausstellte, war dies nicht die erste Tote, die in der Umgebung des Dorfes gefunden wurde. Fast genau ein Jahr zuvor war auch die Leiche von Svetlana Aparej gefunden worden. Die junge Frau hatte ihr Zuhause verlassen, um die Aufnahmeprüfung an derselben Universität abzulegen. Doch niemand hatte Svetlana jemals wieder gesehen. Die Ermittler warteten auf das Gutachten zu der kürzlich gefundenen Leiche und hegten die schlimmsten Vermutungen, die sich schließlich bestätigten. Das Opfer war Angela Burdakova, eine der vermissten Studienbewerberinnen. Das Dorf Buranowo lag an der Autobahn zwischen Barnaul, Rubcovsk und dem Ort Juschny, wo Kirgizowas Sachen gefunden worden waren, also bereits an derselben Strecke. Dies gab Anlass zu bestimmten Vermutungen. Die Ermittler trafen eine wichtige Entscheidung. Sie wollten das gesamte Gebiet entlang der Straße zwischen Juschny und Buranowo durchkämmen. An der groß angelegten Suche beteiligten sich rund 200 Personen, darunter vor allem Kadetten. Nach nur wenigen 100 Metern fanden die Suchenden einen menschlichen Schädel, der zur Untersuchung geschickt wurde. Es wurde jedoch festgestellt, dass der Fund über 60 Jahre alt war. Nach einiger Zeit wurden weibliche Gegenstände entdeckt. Später wurden weitere Überreste gefunden. Es handelte sich um Kirgizova, aber damit waren die Funde noch nicht zu Ende. Ein paar Stunden später wurde in derselben Gegend die Leiche eines Mädchens gefunden. Es handelte sich um Olga Schmakowa. Eine weitere Stunde später wurden die Überreste des ersten vermissten Opfers gefunden, Julia Tektikova. Leider brachte die Untersuchung keine Ergebnisse. Es wurden keine Spuren des Mörders gefunden. Am 11. September kam eine junge Frau zur Stadtpolizei und gab an, auf dem Flohmarkt einen Mann gesehen zu haben, der ihr Hilfe bei der Aufnahme an der Universität angeboten habe. Wie sich herausstellte, hatte sich der Schuhverkäufer den Mädchen als Leiter der Wirtschaftsfakultät vorgestellt und ihnen Hilfe bei der Zulassung angeboten. Als die Zeugin jedoch ablehnte, bestand er nicht weiter darauf und ging sofort weg. Die Ermittler, die am Tatort eintrafen, nahmen den verdächtigen Mann fest. Es handelte sich um den ehemaligen Automechaniker Alexander Anisimov. Der Mann war zweimal vorbestraft. Er war Vater von 3 Kindern und besaß ein Auto. Bei der Durchsuchung der Wohnung und der Garage des Verdächtigen wurden Äxte, Messer, eine abgesägte Schrotflinte, Gewehre und Handschellen gefunden. Bei der Vernehmung erklärte Anisimov, dass er sich mit keinen Mädchen getroffen habe und nie in dem Universitätsgebäude gewesen sei. Die Ermittler hatten jedoch etwa 10 Zeuginnen, die ihn als den Mann identifizierten, der ihnen Hilfe bei der Aufnahme an der Universität angeboten hatte. 3 Tage später entschloss sich Anisimov doch, ein Geständnis zu schreiben. Darin gab er an, dass er an dem Verschwinden der Studienbewerberinnen beteiligt war. Er erklärte jedoch, dass er sie nicht aus sexuellen Gründen entführt habe, sondern um sie auszurauben. Anschließend fügte er hinzu, dass er sich nicht daran erinnern könne, wie genau er alle Studentinnen getötet habe, und verwies auf seinen ungesunden psychischen Zustand. Alexander fuhr die Mädchen mit seinem Auto in den Wald, tötete sie mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, und bedeckte die Leichen mit Erde und Ästen. Einigen Opfern zog der Wahnsinnige die Kleidung aus, brachte sie in die Stadt und verbrannte sie. Die Ringe und Ketten nahm er für sich und verkaufte sie weiter. Eine psychiatrische Untersuchung stellte Anisimov für zurechnungsfähig. Als der Verbrecher und die Ermittlungsgruppe zu seinem Komplizen fuhren, der laut Angaben des Verbrechers alle Wertsachen angenommen hatte, stieß er beim Verlassen des Aufzugs unter Ausnutzung des Gedränges die Beamten weg, rannte zum Fenster und sprang aus dem 9. Stock. Er überlebte nicht. Anisimov wurde nicht verurteilt, aber die Ermittler waren überzeugt, dass er an allen Entführungen beteiligt war. Rechtlich gelten die Verbrechen als aufgeklärt, da der Täter nicht verurteilt wurde. Bei genauerer Betrachtung des Falls ist es jedoch unmöglich, eindeutige Beweise dafür zu finden, dass Anisimov an allen Morden beteiligt war. Am Tag des Verschwindens eines der Opfer befand sich Alexander mit seiner Familie im Berg Altai. An einem anderen Tag nahm er Waren auf dem Markt entgegen und stand hinter dem Ladentisch, wo er gesehen wurde. Nur in einem der 5 Fälle hatte er kein Alibi, am 28. Juli, als Liljana Vosniuk verschwand. Anisimov befand sich in der Stadt und niemand konnte bestätigen, was er tat. Kommen wir nun zurück zu den 10 Zeuginnen, die auf Alexander hingewiesen haben.
Wie sich 10 Jahre später herausstellte, hat nur eine einzige den Verdächtigen eindeutig identifiziert. Die anderen Mädchen sagten, er sehe ihm nur ähnlich. Doch bald darauf erschütterte ein weiteres, noch schrecklicheres Verbrechen Barnaul. In einem Vorort entdeckten zufällige Zeugen zerteilte und buchstäblich zerfleischte Leichen. Es war offensichtlich, dass im Altai ein neuer Serienmörder sein Unwesen trieb. Obwohl, vielleicht auch nicht neu. Im Flusslauf des Ob stießen Dorfjungen auf mehrere Plastiktüten, die an das Ufer gespült worden waren. Als sie hineinschauten, waren die Jugendlichen schockiert. In jeder Tüte lagen weibliche Körperteile. Einige Tage später wurden die Leichen der Mädchen von ihren Angehörigen identifiziert. Bei den Toten handelte es sich um Julia Ostapova und Tatjana Okolelova. Die Mutter der Letzteren teilte den Ermittlern mit, dass sie ihre Tochter zuletzt gesehen habe, als diese mit einer Freundin zusammen war und ihren Geburtstag in einem Café feiern wollte. Diese Aussage wurde von Kellnern bestätigt. Im Gespräch mit Zeugen stellte sich heraus, dass die Freundinnen alleine gekommen waren, bis zur Schließung dort gesessen hatten und das Lokal ebenfalls zu zweit verlassen hatten. Aber was war dann passiert? Alle verdächtigen Personen wurden überprüft, Obdachlose und Vorbestrafte. Allerdings wollte niemand glauben, dass ein Serientäter, der bereits 5 Mädchen getötet hatte, an der Tat beteiligt war. Die Ermittler waren sich sicher. Anisimov war an diesen Verbrechen beteiligt. Diese hier waren das Werk eines anderen, neuen Serienmörders. Nachdem jedoch mehrere 100 Verdächtige überprüft worden waren, gab es keine Spuren. Die Art der Tat ähnelte den vorherigen nicht, daher suchte man nach Fällen, in denen ebenfalls zerstückelte Leichenteile gefunden worden waren. Es stellte sich heraus, dass sich etwas mehr als ein Jahr zuvor in Barnaul ein ähnliches Verbrechen ereignet hatte. Die Überreste waren ebenfalls in einem Fluss gefunden worden. Aber es gab eine Besonderheit. In diesem Fall hatte der Mörder die Frau aus irgendeinem Grund kahlgeschoren und misshandelt. Das Opfer war die 17-jährige Julia Kilmiaschkina. Sie wurde von ihrem Bruder identifiziert. Die Fälle ähnelten sich. Die letzten beiden Opfer waren jedoch im Gegensatz zu Kilmiaschkina nicht rasiert und nicht misshandelt worden. Und dann tauchte für die Strafverfolgungsbehörden unerwartet eine Zeugin auf, eine wegen Raubüberfalls festgenommene junge Frau, die plötzlich begann, über diese Verbrechen zu berichten. Ihren Angaben zufolge hatten 2 junge Männer, die sie kannte, die beiden getöteten Frauen Julia und Tatjana in einem Café kennengelernt. Dann hätten sie den Mädchen angeboten, mit ihnen an den Fluss zu fahren, und sie nach einem Streit unter Alkoholeinfluss getötet. Die Zeugin erfuhr davon, nachdem die mutmaßlichen Mörder zu ihr gekommen waren, Sex von ihr verlangt und ihr gedroht hatten, dass ihr das gleiche Schicksal bliebe, wenn sie jemandem davon erzählte. Als die Verdächtigen festgenommen wurden, stellte sich heraus, dass einer von ihnen ein Abgeordneter des Stadtrats war. Und bald wurde klar, dass keiner von ihnen etwas mit den Morden zu tun hatte. Kurz darauf fanden Fischerkinder in der Nähe des Dorfes Gomba Säcke mit dem zerstückelten Leichnam einer Frau. Es handelte sich um die 33-jährige Elena Osipova, die 10 Tage vor der Entdeckung ihrer Überreste verschwunden war. Das Gutachten der Experten ließ keinen Zweifel. Es handelte sich um die Tat desselben Mörders. 2 Verdächtige wurden freigelassen. Einer befand sich in Untersuchungshaft, der andere stand unter Beobachtung. Das bedeutete, dass sie nichts mit den Verbrechen zu tun hatten. Und das Wichtigste, die festgenommene Frau gestand, dass sie die Geschichte erfunden hatte, um sich an ihren Bekannten zu rächen. Nach Ansicht der Psychologen ist der Täter etwa 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, ledig, von ansprechender Erscheinung und kontaktfreudig. Er lebte höchstwahrscheinlich allein und nicht weit vom Stadtzentrum entfernt. Wahrscheinlich hatte er ein Auto, mit dem er auf die Jagd ging. Neue Informationen, die den Fall auf den Kopf stellten, kamen aus dem Krankenhaus. Die Ärzte meldeten der Polizei, dass sie eine Patientin aufgenommen hatten, die unter sehr seltsamen Umständen aus dem 2. Stock eines Hauses in der 80. Gvardejskaja Diviziya Straße gesprungen war. Das Schreckliche daran war nicht einmal, dass Elena Borisenko sich beim Sprung aus dem 2. Stock das Bein gebrochen hatte. Nach Angaben der Verletzten versuchte sie, vor einem Mann zu fliehen, den sie am Vortag kennengelernt hatte. Der neue Bekannte hatte sie die ganze Nacht lang misshandelt. Man kann sich kaum vorstellen, welche Qualen das Mädchen durchgemacht haben muss. Als er ins Badezimmer ging, entschied Elena, dass es vielleicht keine zweite Chance zur Flucht geben würde, und sprang aus dem Fenster. Bei der Landung brach sich die Arme das Bein, begann zu schreien und um Hilfe zu rufen.
Bald wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Dort erzählte Elena, dass sie am Vortag einen Mann namens Alexander kennengelernt hatte, der ihr angeboten hatte, sie mitzunehmen. Unter dem Vorwand, einen Tee zu trinken und sich weiter zu unterhalten, willigte das Mädchen ein, mit in die Wohnung zu gehen. Aber sobald die Tür geschlossen war, begann der Mann, seine neue Bekannte zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Als die Bekannte sich weigerte, verwandelte sich Alexander in ein Monster. Bis zu dieser Nacht war das Mädchen unschuldig, und es ist schwer vorstellbar, welche Schrecken sich in dieser Wohnung die ganze Nacht über abgespielt haben. Als die Polizei an der Adresse eintraf, stellte sich heraus, dass der Besitzer der Wohnung ein 30-jähriger Fahrer eines medizinischen Entzugszentrums in der Nähe von Barnaul war, Alexander Pawlenko. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass ein Jahr bevor Teile von Frauenleichen aus Gewässern gefischt wurden, eine der Frauen bereits Anzeige gegen ihn bei der Polizei erstattet hatte. Sie erzählte, dass sie mit Alexander Alkohol getrunken hatte und als sie nach Hause gehen wollte, der Mann sie angegriffen und misshandelt habe. Um sich zu retten, warf die Frau einen Zettel mit einer Bitte um Hilfe aus dem Fenster. Dies wurde von vorbeikommenden Anwohnern bemerkt. Die Polizei kam zum Haus und rettete das Opfer. Es kam jedoch nie zur Einleitung eines Verfahrens, da der Täter bei der Polizei arbeitete. Es kam zu einem Skandal, nachdem es zu Säuberungen bei den Strafverfolgungsbehörden kam. Pawlenko selbst wurde jedoch nicht entlassen, sondern nur zum Fahrer degradiert. Bei einer Durchsuchung von Alexandras Wohnung fanden die Ermittler mehrere Sets Damenunterwäsche, Blutspuren, Handschellen, Äxte, Schlagstöcke, Messer und ein ganzes Arsenal sadistischer Werkzeuge. Wie sich später herausstellte, hatte der Verbrecher seine Laufbahn als Juniorermittler begonnen. Pawlenko hatte sich ständig weitergebildet, Sport getrieben, war ein sicherer Schütze und stand in guter Stellung. Nach dem Vorfall wurde er jedoch zum Fahrer degradiert. Bei den Verhören bestritt der Verdächtige seine Beteiligung an irgendwelchen Verbrechen und behauptete, dass die beiden Opfer selbst schuld seien und freiwillig zu ihm nach Hause gekommen seien. Unter dem Druck von Zeugenaussagen, Beweisen und Gutachten war er jedoch gezwungen, alles zu erzählen, wie es war. Zunächst gestand Pawlenko die Ermordung von Astapova und Okolelova. Nach Angaben der Ermittler nannte Pawlenko Details, die nur ein Beteiligter wissen konnte. Er beschrieb die Opfer, die Art der Tat und die Zerstückelung der Leichen und zeichnete sogar den Ort, an dem er die Leichen entsorgt hatte. Bei einem rekonstruktiven Versuch stellte er den gesamten Tathergang nach. Es wurde eine junge Frau ermordet, lauter für die Kamera. Es gab einen Mord. Wer hat diesen Mord begangen? Was dann? Was ist nach dem Mord passiert? Mich interessiert die Zerstückelung. Wann und wo hat sie stattgefunden? Zu Hause. Anschließend verpackte Pawlenko die Überreste der Mädchen in Säcke, lud sie in den Kofferraum seines Autos und brachte sie zum Fluss. Bei einer rekonstruktiven Untersuchung gestand der Verdächtige, dass er bereits zweimal an diesem Ort gewesen war. Er war dorthin gefahren, um eine weitere Leiche zu beseitigen. Neue Geständnisse ließen nicht lange auf sich warten, und der Verdächtige gestand 2 weitere Morde in seiner Wohnung. Es handelte sich um die Morde an Kilmiaschkina und Osipova. Vor Gericht widerrief der Angeklagte jedoch seine Aussagen vollständig und erklärte, er habe sie unter Zwang und Druck gemacht. Die wichtigsten Beweise waren jedoch die in seiner Wohnung gefundenen Messer, Äxte und Sägeblätter, mit denen er die Leichenteile abgetrennt hatte. Vor Gericht sorgte sich der Angeklagte nicht um die verlorenen Seelen, sondern darum, wie sein Schicksal aussehen würde. Das Landgericht befand Alexander Pawlenko für schuldig und verurteilte ihn zu 24 Jahren Haft. Aber er hatte nicht vor, sich mit einem Leben hinter Gittern abzufinden. Stellen Sie sich vor, hätte er keine Revision erreicht, wäre seine Haftstrafe erst 2025 abgelaufen. Aber der ehemalige Polizist legte Beschwerde beim obersten Gerichtshof Russlands ein. Dort blieb das Urteil jedoch unverändert. Eine Verkürzung der Haftstrafe gelang erst auf Empfehlung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das Altai-Landgericht fällte ein neues Urteil, wonach Pawlenkos Haftstrafe auf 13 Jahre Freiheitsentzug verkürzt wurde. Die Nachricht, dass Pawlenko bald die Mauern der Strafkolonie verlassen könnte, verbreitete sich 2012 in den Medien. Im selben Jahr erhielt die Zeitung Komsomolskaja Prawda Barnaul eine Vorladung vor Gericht im Zusammenhang mit einer Klage, in der er versuchte, seine Ehre, Würde und seinen geschäftlichen Ruf zu verteidigen und eine nicht unerhebliche Summe als Entschädigung für die Veröffentlichung über ihn zu fordern. Wie Pawlenko erklärte,
wurde am 13. Juni 2012 vom Altai-Landgericht ein neues Urteil gefällt. Damit wurde der Verurteilte wegen der Verbrechen an Kilmiashkina und Osipowa freigesprochen, da er nicht an deren Begehung beteiligt war. Die Verfahren wegen der beiden Vorfälle, bei denen eine Frau aus dem Fenster sprang und eine andere dank einer Notiz gerettet werden konnte, wurden eingestellt. Letztendlich wurde Pawlenko nur für 2 Morde für schuldig befunden, an Astapowa und Okolelova. Die Klage gegen die Journalisten reichte Pawlenko erst nach einem Artikel mit der Überschrift »Der Schlächter von Barnaul ist ein Polizist« ein. Seiner Meinung nach wurde er in dem Artikel als Vergewaltiger dargestellt und er wurde als Schlächter, Vergewaltiger und Monster bezeichnet. Pawlenko schlug sogar in Wörterbüchern nach, um zu erklären, dass er nicht unter diese Begriffe falle. Der wegen der Morde Verurteilte sah sich selbst nicht als solchen und betonte, dass der Artikel seine Menschenwürde verletzt und seine Ehre verletzt habe. Er sorgte sich um seinen Ruf und darum, dass nach seiner Freilassung niemand einen Menschen einstellen würde, wie ihn die Journalistin beschrieben hatte. In seiner Klage betonte er sogar, dass er sich sein Foto anschaue und darin nichts Schreckliches sehe. Laut den Ergebnissen der forensisch-psychiatrischen Gutachten bin ich zurechnungsfähig und nach dem Urteil gibt es unter Berücksichtigung der Umstände des Falles keine Gründe für eine andere Schlussfolgerung durch das Gericht, erklärte der Straftäter. Als Entschädigung für den immateriellen Schaden forderte Pawlenko von der Zeitung und der Journalistin 1 Million Rubel sowie eine Gegendarstellung. In öffentlichen Quellen sind noch immer die Klagen zu finden, die er mehrmals umgeschrieben und an die Gerichte geschickt hat. Er hatte jedoch keinen Erfolg, das Gericht gab dem Verurteilten nicht recht. Pawlenkos Haftstrafe endete im Februar 2014. Die Öffentlichkeit nahm die Nachricht von seiner Freilassung mit Besorgnis auf. Doch nachdem er auf freiem Fuß war, schien er wie vom Erdboden verschwunden. Das Einzige, was Journalisten herausfinden konnten, war, dass Pawlenko nach seiner Freilassung eine Zeit lang als Taxifahrer gearbeitet hatte. Genaue Informationen darüber, wo er heute lebt und arbeitet, konnten nicht ermittelt werden. Und so schien die schreckliche Geschichte des Altai-Serienmörders oder der Serienmörder zu Ende zu sein. Aber nein. Kehren wir nun zurück zu der Geschichte der 5 Studentinnen, die angeblich von Anisimov getötet wurden. Im Jahr 2023 nahm der Fall eine neue Wendung. Es tauchten neue Opfer aus den Jahren 1999 und 2001 auf. Außerdem kamen die Ermittler einem möglichen Mörder auf die Spur. Im Jahr 2023 kam dieser Fall unerwartet wieder auf, als ein 52-jähriger Mann namens Vitali Manischin aus einem Dorf in der Nähe von Barnaul festgenommen wurde. Zunächst hieß es, er habe die Morde bereits 1989 gestanden. Dann begann er, von seiner Beteiligung am Verschwinden einer Studienbewerberin aus der Polytechnischen Universität zu sprechen. Manischin gestand 11 Morde, darunter auch an Studentinnen. Es gibt eine Version, dass die DNA des Verdächtigen nicht mit dem Biomaterial aus jenen Jahren abgeglichen werden konnte und dass operative Arbeit und ein Telefonanruf halfen, ihn zu finden. Derzeit verfolgen viele die Entwicklung der Ereignisse in diesem Fall und die Ermittlungen dauern noch an. Sollte Manin schuldig gesprochen werden, wäre die Zeit bis zu seiner Festnahme ein Rekord. 34 Jahre, von 1989 bis 2023. Keinem anderen russischen Mörder ist es gelungen, sich so lange zu verstecken. Solange die Ermittlungen keine offizielle Beteiligung Manischins am Verschwinden des Polytech-Studenten belegen, werden sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Wie sich später herausstellte, war Anisimov, der aus dem Fenster sprang, nicht der einzige Hauptverdächtige. Neben ihm wurde auch einer der Professoren der Polytechnischen Universität verdächtigt. Er sollte innerhalb von 10 Tagen festgenommen werden, da in seiner Garage blutbefleckte Damenunterwäsche gefunden worden war. Nur 3 Mitglieder der Fahndungsgruppe wussten von diesem Verdächtigen. Später wurde der Dozent überprüft und von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Plötzlich gestand ein Schuhverkäufer die Morde. Wie sich die Strafverfolgungsbehörden erinnern, glaubte damals kaum jemand an Anisimovs Schuld. Erstens war laut Aussage des Verdächtigen Raub das Motiv für die Tat. Dabei trugen nur 2 der Opfer bescheidenen Goldschmuck, der auch nicht von den Leichen entfernt worden war. Die Ermittlungen wurden von einem aus Moskau angereisten General vorangetrieben, der den Fall schnell abschließen wollte. Auf seinen Befehl hin wurde Anisimov sofort zu einem Aufkäufer gebracht, der angeblich Schmuck aufkaufte.
Eigentlich hätte der Festgenommene jedoch zunächst detailliert über die Entführungen und Morde berichten müssen. Der Verdächtige führte die Sicherheitskräfte zu einem Haus in der Georgi-Isakow-Straße. Dort sollte er ihnen die Wohnung des Hehlers zeigen. Doch im Treppenhaus stürzte Anisimov aus dem 9. Stock. Der Hauptverdächtige im Fall des Barnaul-Serienmörders war tot. Es bleibt jedoch ein Rätsel, wie er sich von den Handschellen befreien konnte, die ihn an einen Beamten fesseln sollten. Dennoch glaubten viele damals weiterhin, dass der Täter gefunden und der Fall abgeschlossen sei. Diese Gewissheit verschwand im Jahr 2023. Damals, 24 Jahre nach dem Verschwinden der Barnauler 5, tauchte ein neuer Verdächtiger in dem Fall auf, Vitali Manischin, ein ehemaliger Beamter im Kalman-Bezirk. Wie konnten die Strafverfolgungsbehörden nach so vielen Jahren die Spur des Mörders finden? Zunächst schrieben einige Medien, dass man ihn dank seiner DNA gefunden habe. Angeblich habe er diese entweder abgegeben, als er eine neue Stelle im Staatsdienst anstreben wollte, oder im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, an dem sein Stiefsohn beteiligt war. Nach einiger Zeit ergab die DNA-Datenbank eine Übereinstimmung, und Manischin wurde festgenommen und mit unwiderlegbaren Beweisen überführt, wie es auch bei der Festnahme des Angarsker Serienmörders Popkov der Fall war. Allerdings hätte die DNA in 24 Jahren einfach ihre Eigenschaften verlieren und unbrauchbar werden können. Es stellte sich heraus, dass die Ermittler bereits Anfang der 2000er Jahre alle Versionen und Quellen geprüft hatten, zum Beispiel Anrufe von Zeugen. Letztere wurden laut Angaben der Strafverfolgungsbehörden zu Tausenden registriert. Damals rief eine unbekannte Frau bei der Polizeiwache an und versicherte, dass der Entführer der Mädchen Vitali Manischin aus dem Bezirk Kalman sei. Sie legte auf. Diese Information wurde notiert, aber unter den vielen ähnlichen Meldungen nicht als vorrangig eingestuft. Vor einigen Jahren nahmen die Sicherheitskräfte den Fall des polytechnischen Maniaks wieder auf und bildeten eine Sonderkommission. Diese begann, die Versionen erneut zu überprüfen. Anisimova wurde von den Vertretern der neuen Ermittlungsgruppe sofort ausgeschlossen und sie begannen, die Fälle der anderen Verdächtigen zu untersuchen. Auf dieser Liste stand auch Vitali Manischin, Tierarzt und ehemaliger Beamter. Und hier tauchten gleich mehrere Fakten auf, an denen man ansetzen konnte. Es stellte sich heraus, dass die Sicherheitskräfte immer davon ausgegangen waren, dass der Verdächtige dort zu suchen sei, wo die Mädchen gefunden worden waren, im Kalman-Bezirk. Der Polizei wurde bekannt, dass Manischin eine unglückliche Ehe geführt hatte. Nach der Scheidung verbot seine Ex-Frau Manischin den Kontakt zu seinen beiden Kindern. Im Frühjahr 2000 versuchte er, sich an der Altai-Polytechnischen Universität einzuschreiben, zog jedoch im August desselben Jahres seine Unterlagen von der Hochschule zurück. Damals hatte er ein weißes Auto. Bei der Untersuchung des Falls fanden die Ermittler heraus, dass er bereits 1989 als Verdächtiger in einem Mordfall an einer 17-jährigen Frau in Zelenaya Dubrava im Bezirk Rodinsky, dem Dorf, in dem er aufgewachsen war, aufgetaucht war. Damals konnte seine Schuld nicht bewiesen werden. Der Fall wies viele Ungereimtheiten auf, weshalb die Ermittler begannen nachzuforschen. Es ist bekannt, dass die Überreste des Mädchens 1990, ein Jahr nach ihrem Tod, in einem Waldstück in der Nähe des Dorfes gefunden wurden. Die schreckliche Entdeckung machte ein örtlicher Hirte. Manischin und andere Verdächtige wurden festgenommen, aber später wieder freigelassen, da seine Schuld nicht bewiesen werden konnte. Mehr als 30 Jahre später wurde Vitali erneut zum Hauptverdächtigen in dem Mordfall. Er wurde in sein Heimatdorf gebracht. Dort erzählte er, was an jenem Abend im Jahr 1989 passiert war. Seinen Angaben zufolge habe er eine Frau angemacht. Sie habe ihn zurückgewiesen. Daraufhin habe der junge Mann sie missbraucht und erwürgt. Anschließend habe er die Leiche der Frau auf einem Pferd in einen Waldstreifen gebracht und dort vergraben. Manischin begann bereits wenige Wochen nach seiner Festnahme zu reden. Seinen Angaben zufolge war Dura Ortschak, die später in Schadrino im Kalmaner Bezirk gefunden wurde, sein erstes Opfer in Barnaul. Der Verdächtige erzählte, dass er das Opfer in den Wald gebracht habe. Dort seien sie freiwillig eine intime Beziehung eingegangen. Danach habe sie ihm gedroht, ihn bei der Polizei anzuzeigen. Aus Angst vor Rache habe er sie erwürgt. Laut Manischin lernte er die Mädchen meist in der Nähe der Polytechnischen Universität kennen und bot ihnen Hilfe bei der Zulassung oder der Umstellung auf ein staatlich finanziertes Studium an. Auch Bekannte sprechen von seiner Überzeugungskraft. Keines der Opfer habe vor der verhängnisvollen Fahrt Fragen gestellt, so der Verdächtige.
Nur Ksenia Kirgizowa habe dies getan. Sie hatte wahrscheinlich begriffen, dass sie nicht dorthin gebracht wurde, wo sie hin wollte, und begann zu schreien und zu verlangen, dass man sie herauslasse. Da hielt Manishin in der Nähe des Lentochny Bor an, vergewaltigte sie und erwürgte sie. Er behauptet jedoch, dass er nur Kirgizowa vergewaltigt habe. Die anderen hätten angeblich freiwillig Geschlechtsverkehr mit ihm gehabt. Auch diese Version ist zweifelhaft, da die meisten Mädchen aus der Barnaul 5 still und, wie man so sagt, häuslich waren. Es passt nicht zu ihnen, sich wenige Stunden nach dem Kennenlernen mit einem fremden Mann im Auto auf Geschlechtsverkehr einzulassen. Es gibt die Vermutung, dass die Morde nicht das Ziel der Verbrechen waren. Manishin entführte die Mädchen, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Dies wurde auch durch ein psychiatrisches Gutachten bestätigt. Einige Informationen gelangten an die Journalisten. Er mochte es nicht, Leben zu nehmen. Er beging die Verbrechen, weil er ein starkes sexuelles Verlangen verspürte. Und nachdem er sein Ziel erreicht hatte, tötete er seine Opfer, um einer Bestrafung zu entgehen. Denn die Mädchen hätten, wenn sie erfahren hätten, dass ihr neuer Bekannter sie über seine Verbindungen zur Polytechnischen Hochschule belogen und mit einer Lüge verführt hatte, wütend werden und sich an die Strafverfolgungsbehörden wenden können. Ksenia Kirgizowa, die am 15. August verschwand, war wahrscheinlich das letzte Opfer eines möglichen Serienmörders. Laut einem psychiatrischen Gutachten hörte Manishin aus mehreren Gründen auf, Menschen zu töten. Einer davon war die Angst, bestraft zu werden. Zunächst hatte er Angst, hinter Gitter zu kommen. Später erfuhr er, wer der Vater von Ksenia Kirgizowa war, und erlitt eine Panikattacke. Der Großunternehmer aus Biysk war ein Mann, den man in den 90er Jahren fürchten musste. Außerdem begann Manishin im November 2001 eine Beziehung mit einer Frau, mit der er bis zu seiner Verhaftung zusammenlebte. Praktisch unmittelbar nach dem Ende der Morde fand er sozusagen seinen ruhigen Hafen. Auch dies wird als einer der Gründe für sein Aussteigen angesehen. Zusammen hielten sie Vieh, arbeiteten und bauten sich ein Leben auf. Übrigens glaubt seine Frau nicht an die Schuld ihres Mannes. Auch der Tod des Verdächtigen Anisimov spielte eine Rolle bei der Beendigung der Morde. Als ein anderer Verdächtiger davon erfuhr, beschloss er, dass dies der günstigste Moment sei, um ungeschoren davonzukommen. Es war Vitali Manishin, der angab, wo sich die übrigen Überreste von Lilina Wosniuk befanden. Denn 2001 war nur ihr Schädel gefunden worden. 23 Jahre später erhielten die Angehörigen der jungen Frau ihre sterblichen Überreste. Wie dem auch sei, Manishin wird nun 11 Morde vorgeworfen. Neben dem Mord im Jahr 1989 verschwand am 28. Juni 1999 die 21-jährige Dura Orzak, ebenfalls innerhalb der Mauern der Altai-Universität. Ihr Fall wurde jedoch nicht zu den 5 Vermissten aus dem Jahr 2000 hinzugefügt. Am 9. August 1999 verschwand die 20-jährige Natalja Berdischewa. Die Frau war aus Zarinsk gekommen, um sich an einer technischen Fachschule einzuschreiben. Danach wurde sie nie wieder gesehen. Am 12. Juli 2000 verschwand die 17-jährige Elena Anisimova, die gekommen war, um sich an der technischen Fachschule Nummer 35 einzuschreiben. Auch sie wurde nie wieder gesehen. Neben jungen Mädchen verschwanden auch erwachsene Frauen. So verschwand am 15. Juli 2000 in der Nähe derselben Altai-Universität die 54-jährige Valentina Michailjukowa. Ebenfalls in Zelenaya Dubrava verschwand eine gewisse Filipchenko. Allerdings wollen die Strafverfolgungsbehörden weder ihr Alter noch ihren Namen oder die Umstände ihres Verschwindens bekannt geben. Es liegt auf der Hand, dass auch der Barnaul-Mörder an all diesen Verschwinden beteiligt sein könnte. Derzeit wird versucht, diese Fälle mit dem Fall Manishin zu verbinden. Der Prozess gegen den Barnaul-Mörder wurde auf 2025 verschoben. Der Mann lehnt einen Anwalt ab. Vor Gericht sollen mindestens 6 Mordfälle verhandelt werden. Ein Mord im Jahr 1989 und 5 Mädchen aus der Barnauler 5. Aus Quellen ist bekannt, dass Manishin in anderen Fällen einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ausgehandelt hat. Denken Sie daran, ein Mensch gilt als unschuldig, bis das Gericht das Gegenteil bewiesen hat. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.